Ja, mein Name ist Andreas Brunner. Ich bin Co-Leiter von Queen, dem Zentrum für queere Geschichte. Ich bin seit über 30 Jahren in der LGBTIQ-Community unterwegs, habe in der heute türkis-rosa-lila Villa als Aktivist begonnen, habe die Buchhandlung Löwenherz mit aufgebaut, habe die Regenbogenparade mit erfunden. Ja, und schlussendlich bin ich jetzt bei Queen gelandet, einem Archiv- und Forschungszentrum für die queere Geschichte in Wien und Österreich. Die erste Pride in Österreich, die erste sozusagen Parade größeren Umfangs fand 1996 statt. Eine Gruppe von jungen Lesben und Schwulen, Transpersonen fand es damals einfach wichtig, in die Öffentlichkeit zu gehen, Sichtbarkeit zu erzeugen. Die erste Parade 1996 lief ja auch unter dem Motto Sichtbar 96. Vorbild waren die amerikanischen Christopher Street Day Paraden, die jedes Jahr im Juni stattfinden, eben in Erinnerung an dieses Initialereignis der jüngeren Lesben-, Schwulen- und Transbewegung, eben diese Riots in der Bar Stonewall Inn in der Christopher Street Day im Juni 1969, wo sich eine Reihe von Lesben-, Schwulen-, Trans-Personen gegen eine Polizeirazzia gewehrt haben und es dann zu tagelangen Ausschreitungen, zumindest Widerstand gegen die staatliche Gewalt gekommen ist. Und das war sozusagen die Geburtsstunde, ja, der Geburtstag, ja, wenn man so will, dieser Bewegung. Auch wenn es davor natürlich Bewegung gab. Es gab auch in Österreich eine Bewegung vor der Regenbogenparade. Also man sollte das jetzt nicht so absolut sehen. Aber wir wollten Öffentlichkeit erzeugen. Als wir die Parade 1996 gegründet haben, gab es noch 3 Strafrechtsparagraphen, die Homosexualität verfolgt haben. Es gab den Werbeparagraph, der Werbung verboten hat. Es gab das Versammlungsverbot nach wie vor, auch wenn das mehr oder minder totes Recht war. Und es gab ein unterschiedliches Mindestalter für männliche homosexuelle Beziehungen gegenüber lesbischen und heterosexuellen Beziehungen. Also von Partnerschaftsgesetz, von Ehe, von Selbstbestimmungsrecht von Transpersonen waren wir noch lange entfernt und da waren wir weit weg. Also es gab einfach eine Notwendigkeit, aufzutreten und selbstbewusst queere Lebensrealitäten zu präsentieren. Thematisch haben wir von Organisationsteam der Pride keine Vorgaben gemacht. Wir haben es allen Gruppen offen gelassen, sich zu präsentieren in der Form, wie sie wollen. Die einzigen Regelungen, es durfte nicht rassistisch, natürlich nicht homophob, transphob, ja, frauenfeindlich sein. Ja. Ansonsten haben sich die Gruppen ihre Slogans gegeben. Ja. Die Hosi Wien wollte heiraten, ja, andere Gruppen haben für sozusagen sexuelle Freiheit, für Libertinage, aber auch religiöse Gruppen. Also ich kann mich erinnern, die Reut, eine Gruppe jüdischer Lesben, Schwulen war dabei, Trans-X, ja, der Transverein war dabei. Das war überhaupt 96 sozusagen eine sehr neue und aktuelle Entwicklung. Die erste Regenbogenparade hieß ja erster Lesbi-, Schwuler- und Transgender-Festzug Österreichs. Ja. Das war damals auch sozusagen im internationalen Vergleich, dass Transpersonen sichtbar wurden und so eine Sichtbarkeit erhielten, ein ganz, ganz neuer Aspekt, weil sich die Bewegung erst in den 90er Jahren langsam formiert hat und hier auch eine Öffentlichkeit bekommen hat und Transpersonen auch im Organisationsteam vertreten waren. Also das war schon auch wichtig, dass innerhalb der Organisation eine gewisse Diversität bestanden hat. Es war uns einfach wichtig, dass wir möglichst repräsentativ sind.
für den Regenbogen. Ja. Es war ja auch ungewöhnlich, dass die Parade in Wien nicht wie zum Beispiel in Deutschland hießen die Paraden Christopher Street Day Paraden, CSD. Wir haben im Vorfeld festgestellt, wenn wir Leute gefragt haben aus der Szene, die konnten mit CSD nichts anfangen. Das war in Österreich einfach wenig bekannt. Ja. Und deshalb haben wir nach einem Namen gesucht, ja, der sozusagen repräsentativer ist als dieser CSD. Ja. Und dann ist damals dem Mario Soldo die Regenbogenparade eingefallen. Ja. Und wir haben gesagt, yeah, that's it. Ja. Das passt. Denn der Regenbogen war damals gerade auch ein Symbol, das auch im Community-Mainstream angekommen ist. Ja. Da konnten sich viele anhängen, ja, an dieses Symbol des Regenbogens. Wir hatten ja anfangs ein bisschen die Angst, dass wir da alleine auf der Ringstraße stehen. Ja? Weil wir nicht einschätzen konnten, ob sich die Mitglieder oder die Leute aus der Community tatsächlich auf diese Ringstraße, ja, diesen Boulevard, diese Öffentlichkeit, ob sie sich das trauen, ja? Ob sie da wirklich hingehen wollen. Wir waren dann überrascht, es waren bei der ersten Parade 25.000, das war für uns ein Riesenerfolg. Ja. Wir hatten ja auch keine Mittel, das irgendwie groß zu bewerben, ja, sondern nur innerhalb der Community mit Mundpropaganda, ein paar Plakate gab's, ja, aber ja. Tage später, ich habe damals noch bei Löwenherz gearbeitet in der Buchhandlung, kam ein Kunde zu mir und sagte, ja, am Anfang bin ich quasi hinterm Baum gestanden auf der Ringstraße und habe zugeschaut. Irgendwann bin ich dann mitgegangen und am Schluss habe ich mitgetanzt. Ja? Und für den war das ein unglaublicher Akt der Befreiung, ja? Diesen Raum einnehmen zu können, ja? Sich selber sozusagen den Mut zu geben, da jetzt mitzumachen. Ja? Und ja, das war es wert, die Arbeit zu machen und das ins Leben zu rufen. Ja. Queen entstand aus einem privaten Projekt, ja, meines Freundes Hannes Sulzenbacher, mit dem ich heute ja noch zusammenarbeite, ja, bei Queen und der auch inzwischen Chefkurator im Jüdischen Museum ist, und mir. Wir haben Anfang der 1990er Jahre begonnen, uns zu fragen, was ist eigentlich mit Homosexuellen in der NS-Zeit passiert. Ich war damals Zivildiener im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und wurde da auch mit dieser Frage konfrontiert. Und wir begannen mal privat zu forschen und Material zusammenzutragen. Wir haben bald gemerkt, ja, dass es eigentlich im akademischen Bereich praktisch nichts gab, keine Forschung, aber auch im außeruniversitären Bereich keine Strukturen da waren, um so eine Forschung zu betreiben. In Berlin gab es schon das Schwule Museum, ja, in Amsterdam damals noch das Homodoc, jetzt ILIA, ja, ein großes Dokumentationszentrum, das älteste Europas. Ja. Und wir dachten, ja, sowas soll es doch auch mal in Wien geben. Ja. Es hat dann lange Jahre gedauert, auch berufliche Umwege, und die Ausstellung Geheimsache Leben im Jahr 2005, wo wir erstmals mit einem großen Team an KuratorInnen, wir waren damals eine Gruppe von mehr als 10 Personen, inklusive denen, die recherchiert haben, haben wir versucht, so etwas wie ein Puzzle, ja, der LGBT-Geschichte Wiens zu entwerfen. Ja. Das war sehr lückenhaft, das war aber auch ein erster Versuch, ja, diese Geschichte zu schreiben. Ja. Und aus dieser Ausstellung ist dann schlussendlich Queen entstanden, weil das Material, das wir gesammelt haben für die Ausstellung, das ging dann sozusagen in den Gründungsbestand von Queen über einige private Schenkungen, die wir an Büchern, Materialien, älteren Büchern aus den 1940er, 30er, 50er, 60er Jahren erhalten haben. Das war dann alles der Grundstock von Queen, ja, das ja, jetzt seit 2009 eben versucht, queere Geschichte einerseits zu sammeln, zu sichern, zu archivieren
Ja, und andererseits aber auch Interessierten zugänglich zu machen. SchülerInnen, Studierenden, Forschenden aus der ganzen Welt, JournalistInnen, ja, die sich für Artikeln schlau machen wollen. Wir sind eine offene Institution. Man kann zu uns kommen, Fragen stellen und wir werden versuchen, Antworten zu finden. Ich habe damals auch, als wir Queen geplant haben, die Ausbildung zum Austria Guide, zum Fremdenführer gemacht, ja, und habe dann in der Folge auch queere Stadtspaziergänge entwickelt. Um eben sozusagen auf einer sehr niederschwelligen Ebene, ja, dieses historische Wissen unter die Leute zu bringen. Und es ist eine sehr gute Methode, ja, vor Ort, an einem Ort, wo eine Geschichte passiert ist, ja, wo ein Mensch gelebt hat, dessen Geschichte ich erzähle, ja, diese auch zu vermitteln. Aber auch ein anderer Aspekt, der für mich sehr wichtig ist, da ja ein großer Teil dieser Geschichte, die wir erzählen, auch Verfolgungsgeschichte ist. Ja? Die Geschichte von Menschen, die wegen ihrer Homosexualität, wegen ihrer Transidentität verfolgt wurden. Ja? Also sind für mich diese Spaziergänge auch immer so etwas wie temporäre Erinnerungszeichen. Ja? Also wenn ich an einem Ort stehe, wo ich die Geschichte eines homosexuellen Mannes erzähle, der in der NS-Zeit verfolgt wurde und im Konzentrationslager umgebracht wurde, ja, dann ist das für mich auch in diesem Moment ein Erinnerungszeichen. Ja? Das zwar nur in dem Moment existiert, wo ich es erzähle, aber in den Köpfen der Menschen dann doch auch bleibt. Was ich jungen Leuten aus der Community mitgeben möchte, ist, dass sie wachsam sein sollen. Ja? Auch wenn gerade in den letzten 20, 30 Jahren große Fortschritte gemacht wurden. Die letzten Strafrechtsparagraphen wurden abgeschafft. Ja? Partnerschaftsgesetze wurden ermöglicht, ja, durch den obersten Gerichtshof. Ja? Es hat sich die Lebenssituation von Trans- und Intersex-Personen verbessert, auch wenn es hier noch viel zu tun gibt. Ja? Es gibt auch im Antidiskriminierungsrecht noch viele offene Fragen. Also es ist nicht sozusagen alles Paletti, ja, aber die Lebenssituation von LGBTIQ-Personen in Österreich hat sich verbessert in den letzten Jahrzehnten. Aber wir brauchen nur über die Grenzen schauen, nach Ungarn, nach Polen, nach Russland, in den asiatischen, afrikanischen Raum oder in die USA. Ja. Diese Errungenschaften sind nicht in Stein gemeißelt. Und wir, aber vor allem auch die jüngere Generation, ihr müsst aufpassen, dass sich das nicht ändert. Dass hier nicht wieder Rückschritte gemacht werden, ja, dass uns Rechte, die wir uns erkämpft haben, nicht wieder genommen werden. Das ist eine Aufgabe, die auch eine jüngere Generation übernehmen muss. Ja. Wenn heute 250.000, 300.000 Menschen bei der Regenbogenparade über die Ringstraße gehen, ja, und feiern, ist das wunderbar. Ja. Ich finde das als Begründer dieses Events oder Mitbegründer dieses Events ganz, ganz super. Ja. Da müssen auch nicht die großen politischen Messages her. Ich finde es okay, wenn wir einen Tag im Jahr uns feiern, das zu unserem Feiertag machen und den auch dementsprechend in unserer Vielfalt und in unserer Buntheit und Sexiness und alles, ja, zelebrieren. Ja. Aber daneben müssen wir auch politisch wachsam sein, politisch aktiv sein und trachten, dass politische Organisationen, aber auch religiöse Gruppen unterschiedlichster Herkunft nicht wieder einen Rückschritt initiieren und uns wieder in die Unsichtbarkeit drängen wollen. Also insofern ist dieses Motto der ersten Parade, Sichtbarkeit, für mich noch immer ein ganz, ganz wichtiges und virulentes.